Heute heißt das Thema Heilung wichtig und ich möchte wirklich was bedeutsam Wichtiges erzählen. Zum Thema ist Heilung einfach. Und ich habe mir da einen Kommentar von euch rausgepickt, den ihr mir geschrieben habt, und da möchte ich euch was dazu erzählen. Ja, wenn man sich schon lange Zeit mit Heilung und was wirklich hinter Heilung steht, sich beschäftigt und so ein bisschen in der heilen Welt lebt, verliert man manchmal etwas den Blick dafür. Das gestehe ich mir und euch ihr jetzt hier ein, an welche Grenzen oder Hürden vielleicht so mancher stößt. Auch dabei, wenn ich sage, Heilung ist einfach. Und ich habe mir da heute mal einen Kommentar ausgedruckt, den mir jemand geschrieben hat, und ich lese ihn euch kurz vor. Heißt, es geht da um eine Folge. In einer Folge habe ich eine Übung gemacht. Bitte leg deine Hand auf dein Herz und fühle und sprich die Worte, ich bin gut, wie ich bin vollkommen. Also ein Gespräch mit dem inneren Kind. Und der oder diejenige hat mir geschrieben, was ist aber, wenn man dabei versagt, sich ans Herz fasst und nicht die Worte sagen kann, nicht mal denken. Da ist in der tiefen Seele was kaputt und Heilung ist blockiert. Also so einfach ist Heilung dann doch nicht. Ja, und ich habe dann geantwortet, schau, klar, wenn das innere Kind so verletzt ist, dann scheint Heilung vielleicht erstmal nicht einfach. Ich sage ganz bewusst scheint, weil ich möchte, meine Aussage, die ich immer mache, heißt ja, Heilung ist einfach. Einfach als das Gegenteil von kompliziert. Es kann ja sein, dass dieser Weg zur vollkommenen Heilung, und da komme ich später noch dazu, was ich damit meine, nicht immer leicht ist. Dass es ein Weg ist, das steht außer Frage. Und dennoch lautet die Aussage, Heilung ist einfach. Ich möchte mal eine Metapher sagen. Wenn ich sage, die Sonne, sie scheint und strahlt, und jemand sagt, nee, das stimmt nicht, ich sehe die Sonne nicht, und man schaut hoch und da sind Wolken. Okay, deswegen strahlt und scheint die Sonne genauso. Die Wolken kann man entweder beiseite schieben oder man erhöht seinen Blick, man streckt den Kopf über die Wolken und da oben scheint die Sonne immer. Eigentlich ist es einfach. Wenn man aber unter der Wolkendecke bleibt und da unten liegt vielleicht noch ein Nebel und man stochert im Nebel rum und versucht dieses Symptom zu bekämpfen, hier dran zu arbeiten, das noch zu prozessieren oder wie manchmal auch im Psychischen, in der Seele, da noch graben und so weiter und so fort. Das kann man alles auch machen. Man kann auch den Körper unterstützen, natürlich auch die Seele. Aber zu glauben, da drin läge die wirkliche Heilung, das stimmt einfach nicht. Die Heilung wäre, geh nach oben, heb deinen Kopf über die Wolken und sieh, die Sonne scheint und du bist vollkommen. Gut, wie kann das gelingen? Also ich bin ja ein energetischer Heiler und ich weiß ganz einfach und bestimmt viele von euch oder du auch, dass alles Energie ist und dass wir Menschen aus der Liebe erschaffen wurden. Und immer wenn irgendwas bei uns in Disbalance ist, dann kann diese Liebe nicht richtig fließen oder fast gar nicht oder kaum fließen, und dann können Krankheitssymptome, seelische Belastungen auftreten. Dann fühlt man sich einfach nicht bei sich. Man kann sich nicht richtig spüren. Man kann auch nicht fühlen, dass man selbst wirklich die Liebe ist. Jetzt alles, was ich erzähle in den ganzen Folgen, und ich würde echt empfehlen, die mal alle anzusehen, das sind natürlich Erkenntnisteile, die dir helfen sollen zu sagen, okay, ich höre mal auf, jetzt hier im Nebel rumzustochern und hier zu suchen, und ich erhebe meinen Blick, meinen Kopf hebe ich über die Wolken, schau in die Sonne, spüre die Sonne auf meiner Haut, spüre, dass ich selber auch Sonne bin, dass ich auch Liebe bin, und dann wird diese Liebe in Fluss kommen und die Disbalancen gleichen sich aus. Wie gesagt, ich bin energetischer Heiler. Die Heilenergie, mit der ich arbeite, die ich kenne, die ganz auf eine einfache Weise genau das bewirkt, die nennt sich Elise-Energie, und ich werde in einem späteren Video, in einer späteren Folge da nochmal ausführlich darauf eingehen, aber so viel sei schon mal gesagt. Elise-Energie bringt nicht die persönliche Liebe, wie sie Menschen untereinander wahrnehmen, die Liebe von Partner oder von Mann zu Frau oder Partner zu Partner, sagen wir, von Eltern zu Kind oder zu sonst irgendwas, die ja immer an Bedingungen geknüpft ist, sondern diese bedingungslose Liebe, diese universelle Liebe, du könntest sie auch Gottes Liebe nennen, diese Energie wird da zu dir gebracht, und dann passiert genau das, was ich in dieser Metapher von der Sonne und von den Wolken passiert hat, und man spürt, es ist einfach. Das Grundprinzip ist einfach.
Und wenn sich der Mensch noch so kompliziert machen möchte, ändert es nichts an der Wahrheit. Heilung ist einfach. Damit sie jeder erfahren kann und nicht nur ein paar, die besonders viel wissen. Liebe ist einfach. Liebe ist die Antwort. Liebe ist die Lösung. Ja, dann glaube ich, hat diese Person, die mir den Kommentar geschrieben hat, noch geschrieben, aber was ist denn da, wenn da so viel negative Energie ist? Das Gegenteil von Liebe, Hass und Wut und Ärger und so weiter. Und auch da kann ich nur sagen, es ist einfach. Es gibt keine negative Energie. Eigentlich gibt es keine negative Energie. Es gibt Liebe, die nicht im Fluss ist, die nicht ins Fließen kommt. Dann entsteht Ärger, Groll, Wut, Hass. Hinter all dem steht die Liebe. Wenn du jetzt am Ärger arbeitest, am Hass, am Groll oder an körperlichen Symptomen oder sonst, man kann das zusätzlich machen. Aber in diesem Bewusstsein, dass hinter allem die Liebe steht letztendlich und dass von dort her die wahre Heilung zu dir kommt. Ich stimme ja zu, dass Erlösung und Heilung allermeistens ein Weg ist, der beschritten werden will. Aber es muss kein schwieriger Weg sein. Es kann auch ein Weg der Liebe sein. Denn hinter allem steht ja die Liebe und es dreht sich alles um die Liebe. Das ist die eine große Wahrheit. Die ist einfach. Wichtig ist auch, was man unter Heilung versteht. Was erwartest du von einem Heiler? Was erwartest du von dir oder von einem Heilungsvorgang? Hast du ein körperliches Symptom, was auch immer, ein seelisches Symptom, ein psychisches Symptom? Du möchtest dieses Symptom weghaben. Damit geben sich die meisten Menschen ja schon zufrieden und sie würden sagen, es ist Heilung geschehen. Jetzt möchte ich mal eines zu bedenken geben. Ich habe ja in einem anderen Video schon mal über Spontanheilung gesprochen. Von dem Rollstuhlfahrer, der plötzlich aufsteht und geheilt ist. Okay, sein großes erstes Problem, sage ich jetzt mal, scheint gelöst und er scheint geheilt. Könnte dieser Rollstuhlfahrer oder jemand, der Krebs hat und Heilung vom Krebs erfährt, nicht vielleicht 10 Jahre später dann, sagen wir mal, an Leberzirrhose sterben? Natürlich. Das heißt aber, er war nicht vollkommen geheilt. Ich spreche hier von vollkommener Heilung. Das bedeutet nicht nur, dass die Symptome weggehen, sondern dass gar keine neuen mehr entstehen. Dass Krankheit erst gar nicht mehr entstehen kann. Wie gesagt, Krankheit ist Disbalance. Es geht darum, in Balance zu kommen. Das ist der Inhalt von allen Videos, die ich dir hier präsentiere und ich versuche es auf verschiedene Arten zu erklären. Mit Sicherheit interessant. Schau es dir bitte an. Ja, dann möchte ich gerne mit dir heute noch eine kurze Übung machen. Es geht um die Dankbarkeit. Glaubst du, dass es möglich ist, immer dankbar zu sein? Für jeden Tag, für jeden Moment, für alles, was dir widerfährt in deinem Leben? Auch wenn es erstmal scheinbar negativ ist. Vielleicht legst du jetzt mal beide Hände auf dein Herz. Atme einmal tief rein, um mit deiner Seele und auch mit deinem Körper in Kontakt zu gehen, ganz bewusst. Und sage dir jetzt, ich erhebe mein Bewusstsein über den Nebel im Tal hoch, über die Wolken und ich beginne klar zu sehen. Dafür bin ich dankbar. Und immer mehr, jeden Tag, jede Situation zeigt mir, wenn ich sie achtsam betrachte, dass ich dankbar sein kann. Denn sie möchte mich zur Heilung führen, zur Erkenntnis meiner selbst. Danke und verwende das Wort Ananascha. Diese Schwingung alleine bringt dich in Harmonie und Balance. Ananascha. Ja, Ananascha bedeutet Dankbarkeit, mehr als Danke zu sagen für irgendwas Bestimmtes, sondern einfach dankbar zu sein. Ich sag dir Danke, ich sag dir Ananascha. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst, vielleicht auch die Glocke dort aktivieren,
bei YouTube, dann wirst du sozusagen direkt angeläutet, die Liebe läutet dann bei dir an. Wenn es was Neues gibt, bleib dran, kommen noch interessante Dinge. Danke, Ananascha, dein Namahim.